Dann musste Marco halt von Berufswegen nach Kolumbien und da habe ich gesagt, pass auf, dann komme ich da einfach mal mit. Ich habe uns eine Rundreise organisiert, die durchs ganze Land führte und im Prinzip über alle Klimazonen, die man sich in Kolumbien vorstellen kann. Und was während der ganzen Reise auf jeden Fall wirklich wichtig war, das war ja die gemeinsame Zeit als Brüder mal wieder richtig, weil Soll ich jetzt hier was über vorgestern erzählen, den 9.7. Da waren wir noch in Bogotá. Also sind wir morgens los mit dem Bus und haben uns dann auf den Weg zum Gipfel des Monserrate gemacht. Da ist so eine Kirche oben drauf. Sind, glaube ich, nur 2300 Meter Strecke, aber 1000 Höhenmeter und wir haben dafür 2 Stunden gebraucht. Ja. Wir stehen hier am Fuß des Monserrate. Da ist eine Kirche und da kann man aber auch mit einer Gondel hochfahren. Wir werden den harten Weg nehmen, wir werden da hochlaufen. Das ist unser zweiter Tag in Bogotá, also werden wir schauen, dass wir schön Pausen machen. Und ja, wir zeigen euch mal, was man alles auf dem Weg sieht und vor allem den Ausblick, den man dann von oben auf die Stadt hat. Also los geht's! Kai, was hast du da in der Hand? Sonnenschutzcreme. Warum? Die Sonne scheint überhaupt gar nicht. Tja, Aber wir haben uns gestern schon so ein bisschen den Nacken verbrannt, aber nur ganz leicht. Und Zeig mal die Arme. Sieht man nicht so sieht man richtig. nichts. Das war gestern ein bisschen roter. Ja, im Gesicht sieht man es vielleicht noch. Ja. Also es ist immer wichtig, auch Sonnenschutz zu tragen, ne? Weil Also es ist jetzt hier sehr wolkig und es hat auch gerade genieselt, aber wir schmieren uns jetzt trotzdem mit Sonnencreme ein. ja. Wie hoch sind wir jetzt? Na, wahrscheinlich noch nicht sehr hoch. Sag mal eine Zahl. 2600 Meter liegt Bogotá, ich schätze jetzt mal 100 Meter mehr. Also wir sind jetzt hier an so einer Kirche auf einem hohen Berg. Ich habe den Namen nicht vergessen, aber das ist egal. Jedenfalls, der Gipfel dieses Berges liegt in etwa 1000 Meter über Bogotá, ja, also auf 3600 Metern insgesamt. Und wir haben nach den ersten 100 Metern schon gemerkt, dass das ganz schön heftig wird, weil also man merkt es doch, wenn man erst 2 Tage hier ist und dann gleich so eine Wanderung macht, dann merkt man es auf jeden Fall, den Höhenunterschied, dass die Luft dünner ist, dass man schwerer atmet. Und wir haben hier locker 15 Pausen hochzugemacht, obwohl das rein von der Strecke nur 2,3 Kilometer sind. Also, ja. Aber wir haben es geschafft, wir sind jetzt oben, hier oben ist kalt und es nieselt so ein bisschen, deswegen haben wir jetzt eine Mütze auf. Aber ja, also wenn klare Sicht ist, ist hier oben schön. Also wir haben uns jetzt entschieden, wieder den Weg runter zu laufen, was natürlich nicht ganz so anstrengend ist. Man kann schon mal durchschnaufen jetzt. Da oben kann man natürlich mit einer Gondel auch runterfahren und auch hochfahren. Aber es kostet eben 8200 Pesos. Der Vorteil davon ist natürlich, dass man Zeit hat. Und wer wenig Zeit hat, der sollte über die Option auf jeden Fall nachdenken. Dann ging es weiter nochmal in die Innenstadt von Bogotá. Dort gibt es ein Goldmuseum. Ja, und da geht es nicht nur um Gold, auch um andere Metalle. Aber da kann man sich halt angucken, wie irgendwelche alten, teilweise indigenen Völker Gold verarbeitet haben, was sie daraus gemacht haben, was für Schmuck und solche Sachen. War ganz interessant, insbesondere da waren so ganz klitzekleine Figürchen aus Gold, die so richtig detailliert gearbeitet waren. Die waren am besten.